Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Gerät von Gigabyte, wie man unschwer erkennen kann, und zwar ein A5X1. Und ich zeige euch auch gleich, wo man die Modellnummer findet. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Notebook nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellbezeichnung findet man hier auf der Rückseite. Ziemlich einfach, und zwar hier. Und ja, mit dieser Nummer findet ihr super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Allgemein lässt sich hier noch sagen, dass ein Displaytausch recht einfach ist. Dafür muss man nämlich nur den Frontrahmen abnehmen. Das Touchpad kommt zusammen mit dem Topcase. Die Tastatur kann man aber ziemlich einfach einzeln tauschen. Und da ist es so, die wird hier hinten von diesen beiden Schrauben gehalten. Die haben auch so ein kleines Tastatursymbol. Das heißt, wenn die beiden raus sind, dann kann man die Tastatur, zum Werkzeug sage ich gleich noch was, von oben, also von der oberen Seite an, nach oben hin abhebeln. Genau so. Die kommt dann hier aus den Halterungen raus. Und auch da natürlich nicht mit Gewalt. Genau so. Und dann nicht dran reißen. Hier sind nämlich noch Kabel dran, die man abnehmen muss. Und diese Kabel hier, die sind mit einem Kippschalter verbunden. Das heißt, die kann man nicht einfach rausziehen. Dafür muss man die erst aufklappen auf beiden Seiten. Und dann kommt die raus. Und beim Wiederverbinden, ja, da einfach nur schauen, dass die bis zu dieser weißen Linie wieder drin stecken. Beziehungsweise dann auch hier drüben, bei dem kleineren, auch da einfach bis ganz rein zuklappen. Und beim Wiedereinbau eben drauf schauen, dass diese Halterungen hier, die müssen überall wirklich unten drunter sein, also aufpassen, dass da nicht aus Versehen noch welche oben sitzen. Die kommen da rein und dann drückt man das nach unten hin wieder fest. Und da kann man auch echt kräftig drücken, also das muss schon alles wieder hörbar genau so einrasten. Dass da alles bündig ist und wieder richtig sitzt. Und dann muss man theoretisch eigentlich nur noch die beiden Schrauben wieder zudrehen. Und ja, also wirklich einfach gelöst das Ganze hier. Eine weitere Besonderheit bei dem Gerät ist, dass man an den Akku direkt von außen rankommt. Das heißt, tauschen ist super einfach, aber auch wenn man das Gerät öffnen will, bekommt man das so halt super einfach auch vom Strom. Und da sieht man hier die zwei Schalter. Und zwar muss man den rechten nach innen schieben, dann wird das entriegelt. Und den linken auch, aber den muss man halten. Und dann kann man den Akku von hier nach oben hin rausnehmen. Und ja, eben tauschen oder auch vorbereiten, um das Gerät zu öffnen. Um das Gerät jetzt zu öffnen, muss man alle Schrauben rausnehmen. Super gut ersichtlich, sind auch alle gleich lang. Und ja, generell benutze ich hier für alle Arbeiten ein ziemlich praktisches Universalwerkzeugset. Da ist alles drin, was man so braucht. Von Pinzetten über alle möglichen Öffner und ein komplettes Schraubendreher-Set mit allen Aufsätzen, die man so gebrauchen kann. Die habe ich mir jetzt hier schon mal rausgesucht.
Sollte man jetzt im Hintergrund laute Motorengeräusche hören, dann bitte ich das zu entschuldigen. Da habe ich jetzt leider keinen Einfluss drauf. Genau, auf jeden Fall, wenn man alle Schrauben rausgemacht hat, komplett rausgemacht hat, dann kann man anfangen, das Gerät zu öffnen. Und für alle Arbeiten am und im Gerät kann man als Aufsatz hier einen PH0 benutzen. Und als Öffner nehme ich auch einen von dem Werkzeugset. Und dann zeige ich euch mal, wo die Verbindungslinie hier läuft von Gerät und Unterseite. Die läuft einmal hier entlang und dann auch um das Gerät herum. Und zwar hier. Und auch hier vorne lang. Genau, also hier läuft die lang. Genau hier. So, nicht hier vorne, habe ich falsch gezeigt. Und genau, und dann versucht man eigentlich nur mit dem Öffner eine Lücke zu finden zwischen Gerät und Unterseite. Probiert da reinzukommen. Und da kann man mehrere Varianten versuchen, entweder vorne oder an der Seite. Ich probiere es jetzt hier mal an der Seite. Genau so. Und dann hebelt man das quasi nach oben hin auf. Genau so. Und sollte das hier laut knacken, dann ist auch das normal. Das sind dann quasi die Einraststellen, die hier überall verteilt sind, die sich dann lösen. Und ja, prinzipiell geht das mal besser, mal schlechter, je nachdem, ob das Gerät schon mal offen war oder nicht. Aber ja, im Grunde genommen muss man da einfach nur mit ein bisschen Geduld sich hier wirklich einmal um das Gerät herum arbeiten. Genau da, das meine ich, das Knacken, das ist aber normal, keine Angst haben. Genau. Und so arbeitet man sich um das Gerät herum. Das ist nur die Lautsprecherbox, die hier schon ein bisschen rausguckt. Und dann hebelt man das hier eben weg. Und da muss man eben einfach nur ein bisschen Geduld haben, da nichts überstürzen. Ups. Und dann kommt einem irgendwann die Unterseite entgegen. Und dann kann man die mit ein bisschen Wackeln und Wippen abnehmen. Und ja, so sieht das Gerät dann von innen aus. Gut, was kann man hier noch sehen? Hier drüben die Lautsprecher, falls die einem entgegenkommen, die sind hier nur auf diesen kleinen Noppen aufgesteckt. Kann man da also einfach wieder drauf drücken. Dann ja, können wir hier die RAM-Module sehen. Hier ist die SSD. Da wäre auch noch Platz für eine zweite SSD. Hier drüben sehen wir auch Platz für eine 2,5 Zoll Festplatte. Das kommt hier jetzt auch schon mit Gehäuse und Adapterkabel. Muss man nichts dazu kaufen. Das wird dann einfach hier reingeschraubt und dann hier befestigt. Hier sehen wir übrigens auch noch die CMOS-Batterie. Die ist auch bloß aufgeklebt. Die kann man abziehen. Und hier ist das Kabel, was man zu der Seite hin rausziehen kann. Und dann sehen wir hier die Lüfter, die die CPU und GPU kühlen. Und ja, die Platine hier drüben für die USB und Kopfhörerverbindungen kann man auch einzeln tauschen. Die wird auch bloß von den zwei Schrauben hier gehalten. Und das Kabel ist das gleiche Prinzip wie bei der Tastatur. Und hier sehen wir noch die Strombuchse. Und auch die kann man einzeln tauschen. Die wird auch nur von den beiden Schrauben gehalten. Und dann läuft hier das Kabel. Das heißt, super praktisch und nachhaltig. Auch das kann man zur Not selber reparieren.
Und ja, der Akku ist ja jetzt schon draußen, von dem her hat das Gerät auch keinen Strom mehr. Das heißt, wir können jetzt schon mal den RAM rausnehmen, was super einfach ist. Da muss man nämlich nur diese beiden silbernen Klammern hier so ein bisschen nach außen ziehen. Dann springt der einem förmlich schon entgegen. Man kann den dann einfach rausnehmen, tauschen oder auch nachrüsten. Und genau so kommt er wieder rein in den Slot. Das Ganze nach hinten und nach unten drücken, bis die Klammern hier wieder einrasten. Ja, die SSD genauso einfach. Beide SSDs werden nur mit einer Schraube hier gehalten. Und sobald man die raus hat, kann man die SSD auch hier einfach aus dem Slot ziehen und gegebenenfalls nachrüsten. Die kommt dann wieder zurück in den Slot. Das brauchen wir jetzt nicht zwingend. Wird so ein bisschen nach unten gedrückt und wieder verschraubt. Bei den Lüftern ist es hier so, von den beiden Lüftern kann man nur den CPU-Lüfter hier drüben einzeln tauschen. Der Lüfter hier ist fest mit dem Heatsink verbunden. Das heißt, wenn man den tauschen will oder auch den Heatsink, dann läuft das hier so, dass man praktische Nummerierungen hat. Da muss ich das mal umdrehen, dass man das sieht. Da sieht man hier alle Schrauben, die man rausnehmen muss. Also 1, 2, 3, 4. Hier drüben sind dann 5, 6, 7, 8. Und auch am Lüfter selber, die Schrauben sind auch nochmal beschriftet, nämlich hier 9 und 10. Die alle raus. Das Lüfterkabel kommt in dem Fall einfach nach oben hin raus. Und dann kann man hier den kompletten Heatsink nach oben hin rausnehmen und so gegebenenfalls tauschen. Wie gesagt, der Lüfter lässt sich einzeln tauschen. Dafür muss man eben auch hier nur diese 3 Schrauben rausnehmen, das Klebeband hier entfernen und eben auch hier das Kabel einfach nach oben hin rausziehen. Und dann kann man den Lüfter hier einfach einzeln wirklich nach oben ganz einfach rausnehmen und austauschen. Und beim Wiederverbinden einfach nur, ja, nicht vergessen, auf jeden Fall auch das Lüfterkabel wieder zu verbinden. Das ist hier ganz gut zu sehen. Die Kontakte, die man hier auf der einen Seite sehen kann, die zeigen jetzt nach vorne. Das heißt, das einfach wieder richtig reinstecken. Ich würde das auch zuerst machen und dann den Lüfter reinlegen, dann vergisst man es nämlich nicht. Und dann, wie gesagt, kommt der Lüfter einfach wieder drauf, wird verschraubt und also völlig problemfrei hier. So, beim wieder zumachen einfach nur schauen, dass die Lautsprecher hier richtig sitzen. Und dann wird die Unterseite einfach wieder gerade von oben auf das Gerät gelegt und nach unten gedrückt, bis die Einraststellen wieder klicken. Kann man auch feste drücken, auch in der Mitte. Ich schaue dann auch immer noch einmal um das Gerät herum. Schaut, dass hier wirklich nirgendwo mehr Lücken zu sehen sind. Und ja, danach kommt der Akku wieder rein. Den legt man jetzt einfach von hinten rein, drückt den nach unten und dann wird er wieder verriegelt. Und dann muss man nur noch alles wieder zuschrauben und hat das super schnell erledigt. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.